Moin zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Es geht heute um die Formel 1 und um eine Herzensangelegenheit. Wir fangen mal mit der Herzensangelegenheit an nach dem Intro. Ja, die Herzensangelegenheit ist der Kinofilm, der übers Miniaturwunderland kommt. Wir haben zwar gedacht, als die Anfrage kam vor 3 Jahren so ein bisschen so, es gibt schon 1000 Dokumentationen, braucht es sagen, einen Kinofilm, die Dokus laufen super, jede besser, jede neueste läuft immer noch besser als die vorherige. Das heißt, das Thema ist hochlebendig. Ja, es braucht so einen Kinofilm. Und zwar, es wurde 2 Jahre gedreht. Es wurde dann fast 1 Jahr lang geschnitten mit ganz vielen Computeranimationen dazu noch. Und es ist ein extrem rundes Werk über dieses Märchen-Miniatur-Wunderland, über das Märchen, was wir seit 23 Jahren leben dürfen. Plus noch ein bisschen Frederik und Gerrits Kindheit und dann die ganze Südamerika-Geschichte. Wie ist diese Freundschaft entstanden, diese Kooperation, in ein 90 Minuten Filmmeisterwerk gepackt, was wirklich berührt. Klar, ich saß in diesem Kino und habe diesen Film das erste Mal gesehen mit Gänsehaut und tatsächlich Tränen in den Augen, weil ich selbst Teil dieses Films bin. Aber wir haben den Film dann gezeigt auf dem Filmfest Hamburg vor fast 1000 Menschen im Cinemax 1 und denen ging es ähnlich. Und das war der Moment, wo wir angefangen haben zu träumen. Und zwar davon zu träumen, dass wir es mit einer Dokumentation schaffen könnten, die Blockbuster in den Kinocharts vielleicht sogar zu verdrängen. Das schafft man vielleicht nicht, aber da mitzuspielen. Diesen Traum leben wir gerade, schaffen wir es mit einer Doku in die Kinocharts. Der Film startet am 7.3. Wir arbeiten dran, allen deutschen Kinos. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch den nicht irgendwann auf dem Sofa anschaut, sondern runter vom Sofa, rein ins Kino. 7.3. Die ersten 4 Tage sind entscheidend. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch diesen sehr gut in diese Zeit passenden Film, der was fürs Herz ist und vielleicht auch ein bisschen Mut macht, im Kino anschaut. So, das war jetzt sehr lang, aber es ist einfach ein Thema, was mich wahnsinnig begeistert und erfreut gerade. Und bei der Formel 1 ist es andersherum. Es ist anstrengend. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Die letzte Folge von Gerrits Tagebuch ging um, da ist die Tafel noch, Softwarefehler. Dass wir offensichtliche Softwarefehler gesucht haben. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass wenn diese Fehler weg sind, alles super ist. Und jetzt sind diese Fehler, man kann die Liste sehen, fast alle weg. Die da sind, denen sind wir auf der Spur oder sie sind nicht so schlimm. Und die Anlage läuft, man könnte fast sagen, schlechter als vorher. Dazu hole ich mal kurz ein Stück aus. Wir hatten einen MIT-Professor, der ein ganzes Institut leitet, hier letzte Woche zu Besuch. Und mit dem habe ich mich lange über das Thema Reibung, Luftfeuchtigkeit, Magnetfelder, Magnetismus allgemein unterhalten. Und er sagte, wir sind auf einem guten Wege, ob es eventuell daran liegt, dass wir diese Geisterfehler haben. Die Geisterfehler habe ich schon mehrfach erklärt. Das sind Fehler, wo es gar kein Indiz dafür gibt, warum die kommen. Er hat dann irgendwann gesagt, okay, das Beste für euch wäre, aber das ist wahrscheinlich nicht möglich, radioaktive Stoffe in die Folie mit einzubauen. Da haben wir dann gesagt, okay, das ist tatsächlich nicht möglich, aber wir haben Ideen. Die müssen wir jetzt alle ausprobieren. Und es gibt auch noch eine kleine Hoffnung zu dem Thema Geisterfehler, weil je mehr davon kommen, desto mehr fällt einem auf, dass die nicht an allen Stellen der Anlage passieren. Sie passieren an einigen Stellen sogar besonders oft. Und das ist immer der Moment, auch wenn man noch keine Antwort auf diese Frage hat, das kann vielleicht doch ein Softwarefehler sein, weil es kann dann nicht nur Reibung sein, weil die ist genau genommen überall gleich. Es gab aber noch ein anderes Thema, was wir festgestellt haben. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Eine Entscheidung war auf dem Papier vor ungefähr einem Jahr richtig, aber in der Praxis dann vielleicht, wir wissen es noch nicht, falsch, und zwar die Folie. Wir haben die Folie in mehreren Stücken aufkleben müssen, weil eine 21 Meter lange Folie kann man nicht in einem Stück drucken und geschweige denn in einem Stück aufkleben. Also es ist immer Abschnitte. Dadurch hat man halt Übergänge. Und wir hatten uns damals entschieden, die sauberste Form des Übergangs ist der hochpräzise Cut sozusagen aneinander, dass die sich berühren und nicht aufeinander liegen. Ja, stimmt. Weil für die Fahrzeuge ist das die beste Lösung. Sie werden nicht beunruhigt dadurch, dass sie irgendwie hüpfen oder wie auch immer. Es ist die sauberste Form. Aber was wir feststellen mussten, ist bei fast 100.000 Testrunden, die wir mittlerweile gefahren sind, wenn mal an der Bodenplatte des Fahrzeuges irgendeine Kleinigkeit nicht stimmt, irgendwas ist da abgehakt, dann bleibt das mit hoher Geschwindigkeit und hohem Anpressdruck durch das Magnetfeld genau an diesem Übergang, an der Kante hier hängen. Nicht so schlimm. Das Auto bleibt stehen, denkt man sich, ist kein Problem. Was wir aber beobachten können, ist, wenn sowas häufiger passiert, dann nimmt die in Fahrtrichtung hintere Seite, nämlich die sozusagen diesen Impuls abkriegt, der Folie nimmt Schaden.
Und das hochgerechnet auf eine lange Betriebszeit und auch mehr Runden, die wir im Dauerbetrieb fahren würden, würde bedeuten, dass wir diese Folie vorzeitig wechseln müssen. Und wir haben uns schon immer Gedanken gemacht über das Thema Folientausch. Es wird irgendwann kommen. Der Verschleiß wird dafür sorgen, wird das nach einem Jahr, nach 2 oder nach 5 Jahren sein, egal. Wird es denn gehen? Wie ist denn das Verfahren, die Folie zu wechseln? Gibt es da Kleberückstände? Geht die runter? Kriegt man die neue staubfrei wieder aufgeklebt? Wie lange braucht man, die ganzen Leitplanken und Detaillierung wieder runterzunehmen und danach wieder draufzukleben? Und da wir jetzt, ich sag mal so, einfach sicher gehen wollen, auch das mit dem Folienwechsel mal ausprobieren wollen, haben wir uns eine andere Lösung ausgedacht, die ist einfach sicherer für den Dauerbetrieb. Und zwar, wir überlappen die Folie, weil dann geht es für die Autos nur bergab. Das ist ein kleiner Unruhemoment, aber die Folie ist so dünn, das haben wir ausprobiert, das geht. Uns fiel dann zwar irgendwann mal auf, es ist nicht nur bergab, weil da, wo die Folie sich da drunter schiebt, geht es einmal kurz bergauf. Und genau diese Kante, haben Tests gezeigt, ist auch empfindlich gegen physikalische Impacts, die immer wieder passieren bei jeder Runde. Also brauchten wir eine Lösung, um dieses Berghochstück flach zu machen. Da hat Tanja lange rumexperimentiert und am Ende war es dann doch der gute alte Spachtel, der die Lösung gebracht hat. Magnetfelder werden davon nicht beeinflusst und wir setzen es voll drauf. Also, wir sind rangegangen und haben die Folie gewechselt. Gehofft, dass wir das in 1, 2 Tagen schaffen, weil dann könnte man sich vorstellen, dass man 1 Stück erste Nacht, 2 Stück zweite Nacht später im Dauerbetrieb schaffen kann. Hat nicht ganz geklappt, müssen wir schauen, wenn das dann in sagen wir mal, ich hoffe mal 35 Jahren das nächste Mal gewechselt werden muss, ob wir dann tatsächlich mal den Abschnitt sperren müssen oder ob wir das in mehreren Nachtschichten schaffen. Aber die Folie ist gewechselt. Ja, und wenn alle wissen, dass Gerrit mal 2, 3 Tage nicht fahren kann oder hier rumnerven kann mit seinen Autos, dann nutzt man das natürlich. Und so hat die Modelltechnik sich auch entschieden, wir müssen noch ein paar elektrische Änderungen unter der Anlage machen. Machen wir das doch jetzt. Dabei ist ein Stecker einer Straßenplatine abgerissen. Sowas kann mal passieren. Und was konnten wir somit auch testen? Wie lange brauchen wir, um ein ganzes Stück Straßenplatine zu tauschen? Beides ist jetzt neu. Ein Stück Straße ist neu und die Folie ist komplett neu. Wir haben es noch nicht getestet. Letztes Mal, als die Folie neu war, war es ein fahrtechnisches Desaster. Ich hoffe, dass es jetzt gleich anders wird. Das ist spannend. Das Ding bleibt genau an der Stelle stehen. Wo es mit der alten Straßenplatine auch stehen blieb. Es war nicht die Straßenplatine, gaukelt mir das zumindest gerade vor. Aber Moment. Okay, die Ursache war eine andere. Gibt Hoffnung. So, es ist nicht ganz Plug-and-Play, wie man sich das wünschen würde. Das heißt, der Wechsel der Straßenplatine hat mindestens auf einem Sektor ein bisschen Probleme gemacht. Die suchen wir noch, aber es ist die Außenkurve. Deswegen habe ich mir gesagt, das verschieben wir und fahren jetzt mal Test auf der neuen Folie, ob da überhaupt irgendwas geht oder nicht. Das sieht natürlich schon cool aus für eine neue Folie, weil man muss sagen, man hat schon gemerkt nach 100.000 Runden, dass die Folie ein bisschen, also dass sie sehr, sehr glatt wird und gerade im Kamerasystem man doch sehr deutlich den Abrieb sieht. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich an der Software irgendwas ändere, damit dass die Autos vielleicht nicht immer auf der oder so oft auf der Ideallinie fahren, damit der Abrieb der Folie, also dieses glänzend werdend, etwas verteilter ist. Aber das gucke ich noch mal in Ruhe. Auf jeden Fall sieht es gerade sehr faszinierend aus, es komplett ohne Abrieb zu sehen. Dann machen wir es mal wieder kaputt, ne?
So, der grüne Testwagen fährt jetzt schon seit 4, 5 Runden fehlerfrei. Das finde ich ziemlich verblüffend und das freut mich, auch wenn wir da, wie gesagt, noch technische Probleme haben. Während der hier seine ersten Runden dreht, kann ich euch mal kurz auf den Stand bringen, was wir eigentlich so alles ausprobieren. All diese Autos drehen hier momentan ihre Testrunden. Das sind ganz schön viele. Und der Hintergrund ist, dass die unterschiedliche Fahrzeugböden haben, dass die unterschiedliche, also Materialien da haben, dass die unterschiedliche Radkonstellationen haben. Wir haben Räder, die sehr frei hängend sind, Räder, die etwas fester sind. Wir haben mit Kugellager, ohne Kugellager. Wir haben mit 4 drehenden Rädern oder nur 2 drehenden Rädern. Wir haben Formel-E-Autos im Vergleich zu Formel-1-Autos. Es sind die verschiedensten Varianten, weil keiner ist herausragend gut. Es gibt welche, die sind herausragend schlecht, aber die sind hier schon gar nicht mehr. Das geben wir dann sofort auf. Die sind eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau. Sie zeigen auch alle das Phänomen, dass sie sehr tagesformabhängig sind. Das heißt, einige fahren heute gut und morgen schlecht. Luftfeuchtigkeit wurde, danke übrigens für eure vielen Kommentare immer, die unter die YouTube und Facebook und so weiter Videos machst. Luftfeuchtigkeit wurde da oft erwähnt. Das stimmt. Bei Magnetfeldern spielt es hier in unserem Anwendungsbeispiel kaum eine Rolle. Aber in Bezug auf elektrostatische Aufladung spielt Luftfeuchtigkeit natürlich eine Riesenrolle. Darüber sind wir uns bewusst. Aber sobald wir im Winter gut fahren, ist es im Sommer kein Problem. So könnten wir das mal machen, sagen. Also das Gute ist, wir testen jetzt im Winter und versuchen es im Winter zum Dauerbetrieb zu kriegen. Da können wir uns ziemlich sicher sein, dass es im Sommer dann auch läuft. Also, das hier sind alles Testkandidaten. Ich werde jetzt auch im Laufe des Tages wieder mehr draufstellen, weil die Folie funktioniert. Es ist jetzt die 6. Runde, glaube ich. Also ich weiß noch, als wir das erste Mal die Folie drauf hatten, das waren hängende Köpfe. Da hatten wir kurz das Gefühl, mit Folie geht nicht, das ist unmöglich. Aber dann wurde sie eingefahren, Stück für Stück, und wurde immer besser. Diese funktioniert jetzt hier vom ersten Moment an. Deswegen bin ich gerade total happy. Also, ich werde jetzt Stück für Stück Testautos, vor allen Dingen die Formel E, weil da müssen wir langsam mal loslegen. Also wir sind bei der Formel 1 nämlich hinter den Kulissen im Fahrzeugbau sozusagen weiter als bei der Formel E, weil die Formel E hat ein komplett neues Fahrzeugdesign und die macht mir Probleme, weil die eine sehr schmale Spur haben im Vergleich zur Formel 1 und ich das Halbach Area, also diese Magnetfelderanordnung, nicht in die Mitte des Fahrzeuges packen kann, ohne die Karosserie irgendwie optisch zu zerstören. Das heißt, ich habe genau genommen, weil die Hinterräder sind die spurhaltenden Räder und der Mittelpunkt des Halbach Areas ist sozusagen die Vorderachse, habe ich einen fast nur 1 Zentimeter langen Radstand, während bei den Formel 1 Autos der Radstand fast doppelt so groß ist. Kurzer Radstand, das kennt man vielleicht von kleinen Go-Karts, wer schon mal Kart gefahren ist, ein kurzer Radstand macht das Fahrzeug wesentlich unruhiger als ein langer Radstand. Da kämpfe ich noch und wir machen also jeden Tag Testfahrten, gerade primär mit der Formel E. Und zwar wirklich mit der Frage, fahren die zuverlässig genug oder geht das so nicht? Weil das Auto schaukelt sich gerne mal auf, dann bleibt es stehen und ist natürlich doof. Also lieber gar kein Rennen als ein kaputtes Rennen zu fahren, ist da sozusagen die Devise. Bei der Formel 1 sind wir da wesentlich weiter. So, ich zeige euch noch mal ein bisschen Fahrbilder, seht ihr ja schon im Hintergrund vielleicht ein paar. Und dann sage ich nochmal, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kinofilm Wunderland ab 7.3. euch im Kino anschaut und dass ich nächstes Mal wieder Leitplanken drauf habe, vielleicht schon die ersten Details hier so kommen mit Boxencrew und so weiter und so fort. Und ab jetzt nur noch gute Nachrichten, weil sonst wird's eng mit dem Ziel, das im April zu eröffnen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die Fortschritte, ich freue mich auf die Kommentare. Bis dann. Tschüss.